Ja Leute, vom letzten Video war der Raum hier noch leer. Es geht voran, denn ein großes Stück ist geschafft. Hier steht jetzt schon einmal der Akku. Aber ich musste einen Cut machen beim letzten Video. Die Zeit war einfach zu lang. Es gibt noch viel zu tun. Nach dem Intro geht's sofort los. Erst einmal herzlich willkommen auf meinem Kanal Ingos Tipps zu einem wohl meiner größten Projekte, was ich hier auf YouTube und auch bei mir zu Hause je gestartet habe. Der Selbstbau meines Solarspeicherakkus. Letztes Mal sind wir stehen geblieben hier bei der Inbetriebnahme vom Batterium, vom BMS, das Batteriemanagementsystem, und vom NII, der aktive Balancer. Ja. Fangen wir mal mit dem Leichten an, fangen wir mal mit dem NII an. Ich habe mich für den NII entschieden, weil es unter anderem einer ist, auf den man zugreifen kann mit einer App. Der NII arbeitet mit bis zu 4 Ampere, ihr könnt das einstellen, aber 4 Ampere mit meinem profunden Halbwissen, das ist wohl schon ein stattlicher Wert, das machen längst nicht alle Balancer. Und ja, wie gesagt, man kann darauf zugreifen. Ja, ich habe ihn mal aufgerufen hier, ich blende euch meinen Bildschirm ein, ihr könnt ihn live mitverfolgen. Und da sind wir auch schon bei den ersten 2 kleinen Hürden, über die ich gestolpert bin. Und zwar diese App von dem NII, die kriegt man gar nicht mehr so einfach mal so ohne weiteres. Das heißt, man findet die weder im App Store, noch findet man die auf irgendeiner Seite, wo man die kaufen kann. Und letztendlich ist sie auf GitHub. Das Ding werde ich wohl in meinem Leben nicht mehr verstehen, aber habe schon einige Sachen dort runtergeladen. Ich habe euch den Link unten in die Videobeschreibung gepackt. Da findet ihr auch alles andere. Ich betone das jetzt nochmal, ich kriege immer wieder Anfragen, wo sind denn die Sachen? Unten in der Videobeschreibung ist alles verlinkt, auch alles, was ich in diesem Video verbaut habe, mit den Links. Ihr braucht es nur anzuklicken, könnt ihr es sofort kaufen. Also auch der Link von der App unten in der Videobeschreibung. Das ist dann allerdings eine sogenannte APK-Datei, also ein Drittanbieter. Könnte durchaus sein, dass ihr euer Telefon in den Einstellungen überhaupt erstmal autorisieren müsst, dass diese fremden Apps geladen werden dürfen. Und wenn ihr die App installiert, dann gebt in jedem Fall Standortzugriff immer zulassen an. Darüber bin ich zunächst gestolpert, weil ich habe gedacht, was soll das? Reicht ja, wenn du den Zugriff hast, wenn ich die App am Laufen habe. Nein, dann kriegst du keine Bluetooth-Verbindung. Also ihr müsst unbeschränkten Standortzugriff erlauben. Warum auch immer. Nur dann kriegt ihr Bluetooth-Zugriff. So, der Screen ist jetzt leer, da ist nichts drin. Wir gehen ganz oben auf diesen kleinen Strich. Und dann kommt das Scan-Feld. Jetzt klicken wir Scan und jetzt kommt da einer. Im besten Falle habe ich hier dann irgendwann mal 3. Jetzt habe ich nur einen, den klicken wir an. Ja, und guck an, da sind wir dann auch schon. Da sind sie alle, passen nicht alle Zellen drauf. Das heißt, ich kann hier ein bisschen scrollen. Da sind dann die 2 anderen. So, rot ist immer die derzeit am meisten Volt hat, am höchsten. Und blau ist dann die niedrigste und das gleicht ja untereinander aus. Und wir können hier oben sehen, bei da Amtvolt 52,68 hat mein Block. Minimal ist gerade 3,292. Maximal, ja, ich muss das jetzt nicht durchgehen, Temperatur 24,6. Das sind nicht die Zellen, das ist der interne Temperatursensor. Die Zellen haben 18 Grad, das weiß ich von dem Batterium. Ja, bei den Settings, da stellt man ganz wenig Sachen ein. Hier könnt ihr sehen, wir haben 16 Zellen. Die Start-Voltage, das ist ein bisschen, ja, widersprüchliche Aussage, will ich mal sagen. Das ist nicht die Voltzahl, wo er startet, sondern diese 0,01, das ist der Unterschied der Zellen. Da könnt ihr 0,05 eingeben oder 0,04, was ihr wollt. Ich habe jetzt 0,01 eingegeben. Das heißt also, das Ding arbeitet so lange, bis sie auf 0,001 ausgeglichen sind. Das ist die sogenannte Start-Voltage. Hier könnt ihr den maximalen Strom einstellen. Ich habe ihn auf 4 Ampere belassen. Ja, Sleep Voltage und Equalization Voltage. Das ist ein Punkt, den gab es früher nicht. Deswegen ist es wichtig, dass ihr den NII der 4. Generation habt und dass ihr euch die neueste App ladet, weil in den anderen hat er das nicht. Sleep Voltage ist die, wo er aufhört zu arbeiten. Das heißt, wenn meine Zellen jetzt in dieser Einstellung bei 3 Volt, ihr seht, ich bin hier bei 3 Volt, wenn er unter 3 Volt fährt, hört er auf zu arbeiten. Wenn die Zellen dann bei 3,4 Volt sind, dann fängt er bei dieser Einstellung wieder an zu arbeiten. Der war wesentlich höher eingestellt
Aber meine Zellen dümpeln ja nun mal bei 3,2 Volt rum. Und wenn ich das Ding zum Laufen bringen will, habe ich hier bei Sleep Voltage eben 3 eingestellt. Sonst hätte er ja gar nicht angefangen. Ne? Also das könnt ihr dann später anpassen. Und ja, LFP, Live Pro 4, ihr könnt sehen hier, achso, da, ne, das sind die Zellen, die man sich auswählen kann. Ja, Buzzer Mode. Hat was mit dem Buzzer zu tun. Ist mir egal, bin ich nicht beigegangen. Hier kann man auch Alarme hinterlegen, das habe ich nicht gemacht. Also dieses Ding ist wirklich super schnell eingestellt. Und hier oben über den Schalter ran könnt ihr das Ding auch einfach mal eben ausschalten. Also das finde ich schon gut an dem Balaxer. Wenn ihr meint, ihr braucht ihn gerade nicht, dann verbindet ihr euch mit Bluetooth und schaltet ihn aus. Ja Leute, kommen wir zum Batterium. Ich bin jetzt schon oftmals gefragt worden, seit gestern ist das andere Video online gegangen, warum habe ich mich für das Batterium entschieden? Ich will euch das nochmal kurz nahe bringen. Ich blende euch einfach mal ein Bild ein von dem Batterium. Da sind schon mal 2 von diesen K9 eingezeichnet. Das heißt also, ich brauche nur einmal die Hauptplatine und dann kann ich das durchschleusen. Bei mir werden es irgendwann mal 3 werden. Das heißt hier dieser kleine Blindstecker, der da hinten ist, der Endstecker sozusagen, der wird dann einfach aufs nächste gesteckt und die beiden werden miteinander verbunden. So. Der Preis, ich lag irgendwas so bei 500 kanadische Dollar war deutlich höher. Also bei 500 Euro lag ich, habe etwas über 500 Euro ausgegeben. Unter anderem mit diesem 1 Meter Kabel, was ich mir dazu bestellt habe. Und da das aus Kanada kommt, da kommt in jedem Fall nochmal Zoll und Einfuhrsteuer zu. Also dieses Ding rutscht nicht einfach so zu euch durch. Das läuft über DHL, ihr kriegt eine Zahlungsanweisung. Ich habe nochmal 115 Euro, glaube ich, bezahlt. Das heißt also für irgendwas oberhalb 600 Euro ist das bei mir gelandet. Das klingt zunächst einmal teuer, aber es ist ein Schand mit dabei. Wenn ihr euch den Victron Schand alleine holt, das Ding kostet auch schon über 100 Euro. Habt den genauen Preis jetzt nicht drauf. Ja, wie gesagt, Schand ist mit dabei. Und was mir auch ganz wichtig ist, ich habe hier nochmal ein Bild für euch, da habe ich das eingekreist. Da ist ein Relais drauf. Dieses Relais brauche ich. Das heißt also auch nicht jedes BMS stellt euch auch Ausgänge und Eingänge zur Verfügung. Ihr könnt auch eine Erweiterungsplatine noch holen. Da sind zusätzliche Relais und nochmal wieder Eingänge und Ausgänge. Könnt ihr Pumpen steuern, Generatoren anschmeißen. Keine Ahnung, es ist nicht, geht viel, aber betrifft mich nicht. Ich brauche nur dieses eine Relais, das ist für mich wichtig, kommen wir später noch zu. Und dann hat das Batterium unzählige Einstellmöglichkeiten. Ich habe unten schon angefangen, euch das einzublenden. Also es hat sehr, sehr viele Möglichkeiten, irgendetwas einzustellen, was ich nicht schlecht finde, um nicht zu sagen, ich finde es sogar ziemlich gut. Man hat ja also vielfältige Möglichkeiten, darauf einzugreifen und es den eigenen Bedürfnissen auch anzupassen. Und der wichtigste Punkt war für mich, und mittlerweile müsste ich da unten jetzt auch schon angekommen sein, dass ihr denn auch auswählen könnt, mit wem das BMS zusammenarbeitet. Und ihr könnt in dem Pulldown sehen, da sind sehr, sehr viele Hersteller aufgeführt. Für mich war jetzt wichtig, dass ich den Victron nehme. Ja, das alles zusammen hat eben dazu geführt, dass ich subjektiv mich dafür entschieden habe. Ich finde das Batterium einfach klasse. Wenn ihr jetzt erwartet, dass ich euch das Batterium erkläre, Leute, es gibt doch diesen Spruch, wenn man keine Ahnung hat, dann soll man einfach mal die Klappe halten. Das ist bei mir der Fall. Ich habe da keine Ahnung von. Ich habe das Batterium in Betrieb genommen mit dem Video vom Jens von Meine Energiewende. Das hat 38 Minuten gedauert, das Video. Und das Video ist super. Ich verlinke euch das unten in der Videobeschreibung. Also wenn ihr sehen wollt, wie ihr dieses Batterium in Betrieb nehmt, dann schaut euch das Video an. Bei mir hat es geklappt. Ein, zwei Sachen hat er auch nicht angesprochen. Es kann durchaus sein, dass ich später, wenn ich da mal Plan von habe, und das wird kommen, aber nicht heute, werde ich da vielleicht auch nochmal ein gesondertes Video drüber machen, über diese zahlreichen Funktionen und Möglichkeiten. Aber nichtsdestotrotz, meine Energiewende, schaut es euch an. Ja, dann müssen wir jetzt den nächsten Schritt gehen. Und zwar müssen wir jetzt hier endlich mal rausverkabeln. Es muss ja weitergehen, weil das ist ja kein Deko-Objekt, sondern wir müssen jetzt mal zur Wand. Ihr fragt euch bestimmt jetzt, warum sind die Kabel eigentlich hier unten angebracht? Hier ist doch gar nichts. Ja, ist ganz einfach. Ich habe sie erst hier oben angebracht und habe ausgekundschaftet, wie viel brauche ich innen, damit die Kabel hier auch den Auszug mitmachen können. Die müssen ja immer mit rausfahren, sonst klappt das ja nicht. Und dann habe ich mir hier die Stellen gekennzeichnet. Und wichtig ist, die Kabel müssen alle gleich lang sein. Und da ich ja diese 3 Batteriebänke irgendwann mal aufbauen möchte,
Dann wird also die unterste Batteriebank die längste sein. Deswegen checke ich jetzt natürlich, wie lang muss das Kabel sein von der untersten Bank. Und genauso lang muss ich dann auch die Kabel für die oberste machen. Das hier wird ein kleines Brett für meine Unterverteilung sein. Hier werde ich die alle zusammenführen und an diesem Punkt hier, da wird die unterste rankommen. Also würde ich sagen, so, dann gebe ich noch mal ein bisschen was dazu, sicherheitshalber. Und dann sagen wir mal hier. So, da muss es gekappt werden. Die Länge muss ich mir dann natürlich aufschreiben und notieren, damit ich sie beim nächsten Mal wiederfinde. Kommen wir mal zu dem notwendigen Übel. Kabel schneiden. Ihr braucht vernünftiges Werkzeug, um dieses Kabel zu schneiden. Ihr könnt das mit einer normalen Seitenschneider, kann man das nicht schneiden. Wenn ihr das sägt, dann versaut ihr euch das Ende so sehr, dass ihr niemals mehr hier diese Dinger drauf bekommt. Und es ist ja nicht nur dieses Kabel hier, das ist ein 50 Quadrat Kabel, was ich hier verwende. Ich habe hier ja auch noch mal eben ein 95 Quadrat. Schaut euch das an, hier eine Wuchtbrumme für die weitere Verkabelung. Und ja, keine Chance, das mit normalen Sachen zu machen. Habe ich mir hier eine, ja, was ist das, hydraulische Kabelschneidezange gekauft. Da machen wir jetzt mal einen Testschnitt damit. Hydraulisch ist die nicht, die ist ratschenmäßig, ne? Also so eine Ratschenzange. So, jetzt, Achtung, fertig. Jetzt geht's los. Da hat euch mal eben das Kabel weggekickt. Ja, schaut euch das an. Das ist also ist schon ziemlich gut geworden. So, Nummer 2. Auch tippitoppi. So, dann brauchen wir hier diese Kabelschuhe. Habe ich zwei verschiedene. Einmal habe ich hier 50 Quadrat mit einer 6 mm Bohrung. Der kommt auf meine Akkublöcke. Die weitere Verkabelung erfolgt mit 8er Schrauben. Das heißt, hier habe ich ein etwas größeres Loch. Da müsst ihr auch darauf achten, dass ihr euch kein Billigkram kauft, weil oftmals ist es so, dass die dann hier außen sehr, sehr dünn sind, wenn ihr Preiswerte nehmt. Dann habt ihr in der Mitte euer 8er Loch und hier draußen bleibt kaum noch was über. Ich meine, das Ding muss ja auch irgendwie Kontakt rüberbringen und das tut man ja nicht mit dem Loch. Ja, und das 95 Quadrat Kabel, das ist natürlich hier eine richtige Wuchtbrumme. So ein Ding kostet auch mal eben 2, 3, 4 Euro. Also das summt sich dann schon. Wenn ich das halbwegs richtig ausgemessen habe, muss das jetzt so 1,5 cm abisoliert werden. Da habe ich mir auch extra ein neues Abisolierwerkzeug gekauft. Mal sehen, wie gut das funktioniert. Kann man die Schneidlänge einstellen, um zu verhindern, dass hier die Litze beschädigt wird. Wow, Hammer, oder? Andere Seite nochmal eben. So, diese Kabelschuhe haben auch eine kleine Öffnung vorne. Da kann man genau sehen, wie weit man reinkommt. Und das passt jetzt ganz hervorragend hier rein. Jo. Und das schafft ihr nicht, wenn ihr das vorne sägt. Dann kommt ihr da nicht durch. Kommen wir zum nächsten teuren Tool. Eine hydraulische Presszange. Man darf nicht glauben, dass man das in irgendeiner Form von Hand hinkriegt. So, 50 Quadrat. Das muss absolut fest sein. Fester geht nicht. Und deswegen braucht man so eine hydraulische Presszange. Das mache ich jetzt auch zum ersten Mal in meinem Leben. So, mal im Zudrehen hier. Dann soll man wohl vorne anfangen. So, dann pumpe ich mal. So, jetzt fängt er an, Kontakt zu haben. So, ich würde sagen, die berühren sich jetzt. So, ich habe ihn jetzt noch mal weiter nach vorne geschoben. So, na, jetzt bin ich aber gespannt. Ha. Sieht aus, als wäre das da schon immer dran gewesen. Ja, Hammer. Ja, use proper tools heißt es im Englischen. Benutze richtiges Werkzeug. Das scheint das richtige Werkzeug zu sein. Es gibt eine preiswertere Variante, die ist gelb. Die geht nur bis 75 Quadrat. Ich hatte mich ja entschieden, 95 Quadrat zu nehmen. Deswegen musste ich die etwas teurere Variante nehmen. Vielleicht kann ich die ja später auch nochmal brauchen. Ja,
Alles unten verlinkt, ihr wisst es. Dann krimpe ich jetzt nochmal die anderen. Opala! Ja, von wegen, ich krimpe das mal eben fertig. Also um 1 Uhr hätte ich es auch gemacht, da drüben an meinem Tisch. Und habe völlig vergessen, ich muss hier doch durch, Mensch. Also erstmal muss ich natürlich die kleine Gummidichtung hier drauf machen, hier für den Anschluss. Dann muss natürlich die Endkappe zum Verschrauben drauf. Und das Kabel selber muss natürlich auch vorher drauf. Ja, also um 1 Uhr hätte ich 2 fertige Kabel gehabt, die ich hier nicht mehr hätte einbauen können. Aber Gottlob, es ist mir noch eingefallen. Ja, bisschen Schrumpfschlauch drüber und jetzt haben wir das Projekt hier fertiggestellt. Hatte ich vorhin übrigens erwähnt, warum die Kabel gleich lang sein müssen. Wenn ich hier 3 Akkupacks dran habe und das Kabel zum oberen Akkupack wäre kürzer, Strom sucht sich immer den schnellsten und leichtesten Weg. Das würde bedeuten, dass der Akkupack mit dem kürzeren Kabel immer schneller voll wäre, bevorzugt behandelt werden würde. Deswegen ist es ganz wichtig, zu allen die gleiche Länge zu haben, damit sie alle gleichwertig behandelt werden. Hat so ein bisschen was vom hydraulischen Abgleich wie bei einer Heizungsanlage. Alle müssen denselben Widerstand haben. Ihr erinnert euch noch an das Brett von eben. So sieht es dann schon mal jetzt aus. Das ist so meine Idee zur persönlichen Umverteilung. Das ist jetzt ganz speziell auf meine Situation zugeschnitten. Da habe ich auch wirklich stundenlang dran rumüberlegt, um die Leitung kurz zu halten, um das Brett nicht zu tief kommen zu lassen oder zur Seite. Ich habe da an der Wand ja auch nur begrenzt Platz. Lange Rede, kurzer Sinn, das ist dabei rausgekommen. Hier kommt der Batterieschalter ran und dadurch, dass diese Wege hier sehr kurz sind und ich hier kein Kabel mit diesen Krimmstecker machen kann, habe ich mich auch entschieden, hier dieses Kupferbar zu nehmen und auch als Verbindung zu dem Schalter aufzubauen. Von der Rückseite habe ich dann hier wieder diese Einschlagmuttern verwendet und ja, die anderen Schrauben sind einfach durchgeschraubt. Ja, hier kommt die Sicherung ran, hier kommen meine 3 Pluspole ran, die lassen sich dann alle einzeln ausschalten und hier kommt die Minusseite, kommen wir gleich noch zu. Kommen wir mal zu den Schaltern, da habe ich lange nachgesucht und zwar gibt es bei Amazon hunderte von diesen Schaltern. Und ja, also bei genauem, obwohl die Beschriftung sagt 48 Volt, wenn du unten in der Beschreibung bist oder auf den Bildern, sind es plötzlich nur noch 36 Volt. Das ist mir dann schon zu unsicher, weil das ist schon ein ganz schöner Sprung, prozentual von 36 auf 48. Und wenn es nicht ersichtlich war, dann waren die Bewertungen vernichtend, von heiß bis kaputt. Und den hier habe ich auf AliExpress gefunden, hatte mir erst eingekauft. Jetzt denke ich, mache ich das Ding gleich fertig, habe ich noch gleich 2 nachbestellt. Irgendwann werden sie ja eh fällig. Die haben zumindest auch laut der Beschriftung hier drauf 300 Ampere kontinuierlich, 500 Ampere 5 Minuten, 900 Ampere 30 Sekunden und 48 Volt DC Max. Ich weiß nicht, ob ich das in der Kamera einfangen kann. Ich habe es euch aber auch verlinkt. Also diese Dinger hier können mehr Strom als für ein Akkupack vorgesehen ist und sie können auch die 48 Volt. So, diese Dinge hier mache ich natürlich peinlichst genau sauber. Ich verwende hier so einen Glasfaserstift. Der ist wirklich ideal. Heißt der Glasfaserstift? Fiberglasstift? Ich kann es euch nicht sagen, aber auf jeden Fall bringt er das Ding hier echt auf Hochglanz und holt wirklich jede Oxidation hier runter. Benutze ich sehr gerne. Die Kontakte von dem Schalter mache ich natürlich auch nochmal damit. Und dann wird es natürlich alles mit Alkohol einmal ordentlich sauber gemacht. Das hatte ich übrigens auch bei den Anschlusspolen an dem Akku. Das ging beim letzten Video so ein bisschen unter oder besser gesagt, ich habe es gar nicht gezeigt. Da habe ich natürlich auch peinlichst genau jeden Pol sauber gemacht, genauso wie hier. Und auch hier trage ich jetzt wieder ein bisschen was von meiner Paste auf. So sieht es dann fertig aus. Hier oben kommt eine 500 Ampere Sicherung rein, hier unten sind 150 Ampere Sicherungen drin. So, und wenn ihr euch bislang gefragt habt, wofür ist hier eigentlich diese Ecke, da kommt der Shunt hin. Der hat nämlich in etwa dieselbe Stärke oder ziemlich genau sogar wie mein Brett. So, und wenn der angebaut ist, dann habe ich hier nämlich eine komplette Einheit. 3 Plus, hier kommt Minus ran. Ja, und an diese kleine Schraube hier kommt mein Plus und noch 2 weitere Kabel, kommen wir gleich zu. Natürlich habe ich mir auch schon eine tolle Abdeckung gebaut.
die das dann alles abdeckt. Und dann kann ich hier jede Bank schön ein- und ausschalten. So, das Brett ist dran. So, Schand ist auch wieder dran. So, Batteriekabel sind auch dran. Keine Panik übrigens hier wegen unisoliertem Werkzeug. Batterieseitig sind sie immer noch nicht angeschlossen. Wir sind also hier noch völlig außen vor. Hier haben wir jetzt das kleine Kabel für den Schand, was also der Schand läuft ja über den Minuspol und er braucht natürlich die Plusverbindung. Das ist dann der hier. Und hier habe ich dann diese kleinen Ringkabelschuhe. Das sind auch die, die ich bei meinen Akkublöcken schon verwendet habe. Und der stellt jetzt hier die Verbindung her. Kommt also hier oben rein. Ich habe die an dieser Stelle dann hier einfach verlötet. Ja, das wäre geschafft. Dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt weiter einen Schritt nach oben. Da kommt nämlich noch mehr. Im nächsten Step plane ich die Verbindung von meinen Akkublöcken, also jetzt ja noch einer, später mal 3, bis zum anderen System plane ich zu trennen mit einem sogenannten Shunt-Trip. Bei mir heißt der jetzt Killswitch. Der kommt in diesen Kasten hier rein. Die Idee kommt von dem Jens aus meiner Energiewende. Und ihr wisst ja, besser eine gute Idee geklaut als eine schlechte selber kreiert. Und die Idee von ihm finde ich gut, weil so, diese Schalter haben ganz viel Power und ich kann diesen Schalter stoppen lassen. Das ist jetzt eine mechanische Version und hier an der Seite ist die elektrische Version. Das heißt, wenn ich hier 24 Volt anlege, dann schaltet der den aus. Und diese 24 Volt werden gesteuert durch das freie Relais hier auf meinem Batterium. Das heißt, ich kann in dem Batterium Szenarien, kritische Momente definieren, die dann dafür sorgen, dass das Relais ausgelöst wird und das Relais schaltet mir diesen Schalter aus. Diese Idee von dem Jens fand ich super und deswegen würde ich die gern übernehmen. Der Jens hat da so ein ABB, die kosten Schweine viel Kohle, die kosten selbst gebraucht noch 300-400 Euro. Ich habe mir jetzt einen bei AliExpress gekauft, habe ich euch unten verlinkt. Dieses Teil hier dazu, das müsst ihr euch extra kaufen, habe ich euch auch verlinkt. Das wird einfach aufgeschraubt und reingesetzt, das ist super einfach. Und dann habe ich im Grunde genommen genau das Gleiche. Ihr denkt dran, bei AliExpress, bei diesen Links müsst ihr immer den Werbeblocker ausschalten, falls ihr den habt, sonst führen die Links ins Leere. Jetzt sagte der Jens, und das kann ich weder bestätigen noch dementieren, aber ich glaube ihm das, dass diese ganzen Victron-Geräte, erstmal der Multiplus, später kommen bei mir ja noch diese MPPT-Laderegler dazu, wenn ich mir Solarpanels dazu baue, die haben wohl alle relativ große Kondensatoren auf der Eingangsseite. Und wenn man jetzt hier so einschaltet, dann fließen exorbitant hohe Ströme. Und um das abzufedern, hat er sich sein, wie hat er das genannt? Vorglühen. Vorglühen hat er das genannt. Jetzt stellt euch vor, also hier unten kommt jetzt das dicke Kabel von den Akkubänken und hier oben geht es dann weiter zu den Treckern und zu dem Multiplus. So, das ist die normale Geschichte. Jetzt stellt euch vor, wir legen hier 2 Kabel parallel. Einmal für Minus und einmal für Plus. Die machen wir einfach parallel zu dem Schalter. Das wäre natürlich sinnfrei, deswegen bauen wir da Widerstände ein. 16 Ohm Widerstände, die kommen hier rein und die sorgen dafür, dass nur noch um die 1,5 Ampere fließen. So, und jetzt wollen wir die natürlich auch nicht dauerhaft laufen haben, sondern nur am Anfang, bevor wir einschalten und deswegen verwenden wir diese 2 Taster hier. So, wenn ich jetzt diese beiden Taster drücke, fließt der Strom, die Kondensatoren laden sich langsam sukzessive auf, also nicht so hammermäßig und irgendwann steht dann die Spannung auf der Ausgangsseite und dann kann ich meinen Switch anmachen und dann mache ich den hier wieder aus. Also dann lasse ich die wieder los. So, jetzt haben die auch eine kleine Beleuchtung, die haben eine kleine LED drin, die läuft allerdings nur auf 24 Volt. Das heißt, ich schalte diese beiden LEDs einfach in Reihe. Bedeutet, Plus geht in die LED, von der LED geht es in die nächste LED und von dieser LED geht es zu Masse. Und das auf der Ausgangsseite, also hier oben. Und dann leuchten die immer schön und dann weiß ich, dort ist alles an.
Ja, der Schalter kommt hier rein. Ein kleiner Abstandshalter kommt hier rein. Da kommt das Batterium dann drauf. Batterium und Cerbo, 24 Volt möchte ich die versorgen. Werde ich nicht von dem Akku versorgen, sondern ich habe mir dafür ein Hutschienennetzteil. Ich stand also vor der Wahl, kaufe ich mir einen Spannungswandler, 48 Volt auf 24 oder hole ich mir ein Hutschienennetzteil. Ich habe mich für das Hutschienennetzteil entschieden. Ich blende euch mal ein Bild ein. Der Hauptgrund war der, dass ich es also abgekoppelt hiervon haben möchte. Ich möchte, dass die Dinger weiterlaufen, auch wenn hier alles aus ist. Und die ganzen Updates funktionieren natürlich auch besser, weil wenn du für so ein Multiplus ein Update machst, dann schaltet der alles ab. Und wenn das 48 Volt System abgeschaltet ist und an dem hängt wiederum dein Cerbo und der Cerbo macht das Software-Update, ihr merkt schon, das klappt nicht. Also die lasse ich mir extra versorgen. Dafür bringe ich dann hier auch wieder meine zwei kleinen Dinger hier ein, damit ich die so ein bisschen unterverteilen kann. Einmal hier intern Verkabelung zu dem Killswitch, zu dem Batterium und zu dem Relais. Und von dort aus geht es dann auch zwei Kabel führen dann raus, die den Cerbo versorgen. Eine weitere super Idee von dem Jens, die ich auch umsetzen werde, ist, er hat zwei von diesen Schaltern verwendet. Ich verwende nur einen. Dieser Schalter legt quasi den Killswitch vom Batterium tot. Das Relais funktioniert da so. Ich lege plus 24 Volt hier an. Die 24 Volt aus dem Relaisausgang gehen an meinen Killswitch und vom Killswitch zu Masse. Und wenn dieses Relais meint, ich löse aus, dann löst der auch aus. Und hier zwischen lege ich einfach diesen Schalter hier. Der kann das dann einfach auftrennen und dann kann das Batterium den hier nicht mal auslösen. Das ist natürlich wichtig, wenn man mal dran arbeitet und möchte was ausprobieren, dann soll ja nicht jedes Mal das ganze System ausschalten. Ja, und er hat es dann so gemacht, dass der Schalter automatisch zugeht, wenn er die Tür schließt. Hammeridee, mache ich genauso. So, ich habe das jetzt mal fertig verkabelt und alles angeschlossen. Ihr könnt es sehen, das hier sind die Zuleitungen, die gehen zu den Widerständen. Die Widerstände sind unten angeschraubt. Ich habe da jetzt mal 25 Volt drauf gegeben. Dann gehen sie zu dem Schalter, zu den Schaltern. Und von den Schaltern gehen sie in den Ausgang. Da ist jetzt gerade das Messgerät angeschlossen und es steht auf 0. So, und am Ausgang habe ich dann auch die Beleuchtung der LEDs angeschlossen. So, und wenn ich jetzt die beiden Schalter betätige hier, dann werden sie sofort grün und wir haben am Ausgang 25 Volt. Wenn ich sie loslasse, sind sie weg. Das passiert jetzt natürlich umgehend, weil wir ja keine Kondensatoren dran haben, die sich erst aufladen müssen. Aber hiermit schalte ich auf jeden Fall 25, also die komplette Spannung nach oben hindurch. So, jetzt beschalte ich einmal meine 24 Volt Leitung und stelle den Switch mal auf ein. So, jetzt ist er an. Jetzt überprüfen wir gleich beides. Als erstes mache ich hier mal meinen Stopp aus. Jetzt dürfte eigentlich nichts passieren. Und jetzt überbrücke ich das Relais. Ja, und es passiert nichts. Soll ja auch nicht. Jetzt schließe ich den Schalter und überbrücke das Relais noch einmal. Wow! Alter Falter, das rumst aber. Ja, es funktioniert, wie es soll. Also, der kann die ganze Funktion aufheben, aber ihr habt gesehen, der rumst da richtig durch. Dann kann er jetzt ins Gehäuse. So, das ist jetzt alles fein schick zusammengebaut. Das passt hier sehr gut rein und das Ding geht auch noch zu. Habe mir hier, wie gesagt, ein Abstandsklötzchen hintergebaut, dass das Batterium so ein bisschen nach vorne kommt. Die Platte ist jetzt fest. Und hier mein Killswitch ist auch drin. Für den Schalter, das hat bei mir nicht ganz so gut funktioniert, habe ich mir hier ein kleines, ich weiß nicht, könnt ihr das sehen, einfach ein kleines Dreieck, einen dreieckigen, durchsichtigen Plexiglaswinkel angeklebt. Und wenn ich jetzt diesen Schalter betätige und ich mache zu, habt ihr gesehen? Funktioniert ganz hervorragend, genauso wie es soll. Und somit ist diese Kiste jetzt eigentlich fertig für den Anbau an die Wand und auch für den elektrischen Anschluss. So, die Kiste ist an der Wand. Sie ist jetzt festgeschraubt. Hier unten habe ich den Anschluss für den Shunt. Das Batterium kommt hier raus, geht jetzt schon hier hinten lang, da wo es auch lang gehen soll. Hier unten sind noch die Vorladekabel. Die kommen jetzt hier auch noch mal jeweils an die Dinger ran. Nach oben sind sie auch schon weg. Von oben kommen die 24 Volt, die sind auch schon angeschlossen. Ihr könnt sehen, das Batterium arbeitet schon wieder, weil dieser Batteriumstecker ist auch schon drin. Also jetzt ist erstmal wieder alles wie vorher. Ich würde sagen, ich verkabel das jetzt noch eben und sage dem Batterium mal, dass wir einen Shunt haben. Und dann schalte ich euch wieder dazu.
So, jetzt sind die Batteriekabel dran. Ich war ja eben so ein bisschen verwundert, dass mein Schand mir überhaupt nichts angezeigt hat. Aber wie denn auch, wenn die Kabel noch nicht an der Batterie sind, wo soll er dann die Spannung hernehmen? So, jetzt ist das verdrahtet. Ich würde sagen, wir fahren es mal rein. So, ja. Muss man sicherlich ein bisschen bei helfen bei diesen starren Kabeln, aber es lässt sich reinfahren. Cool. Und das hier mit meinen 2 Schlitzen im Holz, um die Dinger hier stabil zu halten, das scheint auch super zu funktionieren. Gut, wir müssen uns natürlich auch im Kopf behalten, das ist ja keine Schublade für Messer oder Gabeln. Da muss man in der Regel ja nicht ganz so oft bei. Hoffentlich einmal gar nicht, aber wenn, dann geht es zumindest raus. Ich habe euch das Batterium schon mal eingeblendet, ihr könnt es schon mal sehen. Kurioserweise zeigt es schon einen Wert an. Weiß der Geier, wo er es her hat, 8 Volt. Und jetzt kommt der große Moment, wir schalten es mal ein. Und jetzt. Ja, etwas über 52 Volt, das ist doch schon mal eine coole Geschichte. Ja, beim SOC wird noch nichts angezeigt. Wahrscheinlich muss ich ihm das erstmal sagen, wann er voll oder leer ist. Und da sind wir auch schon beim Stichwort. Jetzt machen wir ihn voll. So, ich sitze jetzt hier vor meinem Netzteil. Wir fangen mal an mit Masse hier oben am Schand. So, damit er das auch mitzählt. Ich weiß nicht, ob ihr den Short gesehen habt. Das Netzteil habe ich mir ja gekauft. Das kostet eigentlich richtig viel Geld. Aber wenn man sich die Komponenten einzeln kauft, das heißt hier das Frontteil, die Steuereinheit, hier drin das Netzteil und das Gehäuse kommt im kompletten Kabelsatz und sich dann einfach selber zusammenbaut, spart man gut 70, 80 Euro. Ich kann jetzt hier also bis 64 Volt hoch, habe mir 56 eingestellt, das müssten dann genau 3,5 Volt pro Zelle sein bei 16 Stück, das würde ich dann so als voll deklarieren. Und ja, ich fange an mit 5 Ampere. Ich schaffe hier 15, vielleicht auch 18 Ampere. Werde mich sukzessive hocharbeiten, überprüfen, ob die Kabel dabei warm werden oder nicht. Habe ich überhaupt keine Erfahrung damit, wenn solche Ströme dauerhaft fließen. Ja, und angeschaltet ist er. Ich würde sagen, wir bringen ihn jetzt einfach mal an Plus. Bringen ihn hier oben mal an diese Sammelschiene. Ah, so. Oh, und gucke da, das Batterium zeigt auch genau 5,00. Hier habe ich 5,00, da habe ich 5,00 im Batterium. Also entweder ist das Ding super genau oder beide sind gleich ungenau. Keine Ahnung, wo jetzt die 1% SOC herkommen. Das muss ich bestimmt rekalibrieren, wenn er voll ist. Ja, aktuell lädt er dann mit 264 Watt. Ich würde sagen, ich mache mal 10. So, wir gehen mal auf 6, 7, 8, 9, 10 und Enter. Wenn es was zu berichten gibt, schalte ich euch wieder dazu. Ja Leute, manche Dinge kann man nicht überspringen und manche Dinge sollte man nicht überspringen. Ihr seht, ich habe sie wieder alle ausgebaut und sie sind alle parallel geschaltet. Warum? Ihr erinnert euch an das letzte Bild vom BMS. Ich blende es euch nochmal ein. Wir haben fast 56 Volt, also sie sind eigentlich fast voll. Und sie sind total unterschiedlich jeweils geladen. Die ersten Zellen sind schon oben angeploppt, dass das BMS schon gemault hat. Die Spannung ist zu hoch, die anderen sind noch meilenweit davon entfernt, überhaupt in die Richtung mal aus 3,2 Volt herauszukommen. Und ja, woran liegt's? Diese Ladekurve von diesen Lithium-Eisenphosphat-Zellen, die ist so permanent gerade. Das heißt, zwischen 50 und 80% Ladezustand geben sie fast immer den identischen Wert aus. Das heißt, messtechnisch könnte man meinen, und habe ich mich auch verleiten lassen, sie sind irgendwie alle im gleichen Ladezustand, aber weit gefehlt, sie sind es nicht. Und der einzige Weg, wie man das halt wirklich sicherstellen kann, ist, sie im parallel geschalteten Zustand mit 3,65 Volt zu laden. Ich bin jetzt hier eigentlich fast fertig. Ich lade nur noch mit 0,3 Ampere. Das ist ja gerade mal 1 Watt. Und ja, also ich werde sie, denke ich, gleich abmachen und dann lasse ich sie eine Woche lang parallel geschaltet stehen. Und dann werden sie sich alle auf denselben Level aneignen. Und beim nächsten Akkublock mache ich das gleich so. Man kann manche Dinge wirklich nicht abkürzen. Interessant an der Geschichte ist noch, dass ich mit der
in Reihe geschalteten Variante, meine fast 56 Volt, konnte ich hier unten ablesen, dass ich 180 Ampere-Stunden wirklich da reingeladen habe. Und die haben ja 280 Ampere-Stunden, also 180 habe ich reingeladen. Und jetzt im parallel geschalteten Zustand kann man hier unten sehen, da war es eben eine 54, kommt gleich wieder, da 54 Ampere-Stunden habe ich nochmal wieder reingeladen. Das heißt 180 plus 50, also 230 Ampere-Stunden reingeladen. Ergo bedeutet das, dass man mir den 280 Ampere-Stunden Akku mit 50 Ampere-Stunden Beladung geliefert hat. Hätte ich gar nicht gedacht, dass das so niedrig ist. Okay, also eine Woche warten, dann gehen Sie zurück und dann kommt der Kapazitätstest. So, Safety First. Es ist soweit, die Woche ist um, alle meine Zellen sind wieder eingebaut und auch wieder verspannt und auch wieder angeschlossen. Alles ist wie vorher. Ihr könnt es auf dem Batterium sehen. Ich habe jetzt auch nahezu 100%. Als ich sie gestern angeschlossen hatte, hatten sie alle 3,5 Volt. Ich war dann auf 56 Volt gesamt. Und an der Stelle habe ich dann auch das Ding auf 100% oben resettet und als voll deklariert. Jetzt haben wir schon wieder ein bisschen was weniger, bei 99,5. Die Zellen haben ein bisschen was verloren über Nacht. Weiß nicht, ob das so normal ist oder ob das dann auch an dem Stromverbrauch des Batteriums liegt. Egal, jetzt kommt der Kapazitätstest. Der Jens von meiner Energiewende, der hatte da einen Heizlüfter genommen. Das werde ich auch nehmen, weil die haben so einen schön gleichmäßigen Wert von 2000 Watt. Das lässt sich leicht hochrechnen, müsste so um die 7 Stunden dann laufen. Dann sollte es leer sein. Ja, ich habe den an eine Verlängerungsschnur angeschlossen. Weil ich ihn mir hochstelle, dann kann ich die Wärme auch gleichzeitig nutzen. Muss die Heizung ein bisschen weniger machen. Ja, der Jens hatte da so einen Wechselrichter, Gleichrichter. Ich nehme einfach meinen Multiplus, meinen Inverter. Der ist jetzt soweit noch nicht angeschlossen. Ich habe einfach die 48 Volt auf den Eingang von dem Multiplus gelegt. Und der Multiplus hat ja einen AC-Out, den ich eigentlich sonst ja nicht verwenden will. Aber heute nehme ich ihn mal und da habe ich dann einfach hier diese Steckdosenkupplung angeschlossen. Das verstößt bestimmt gegen 1000 Vorschriften, aber ist ja auch nur einmal und für heute. Ich würde sagen, ich starte den jetzt einfach mal, schleppe den oben im Flur und zwischendurch lasse ich euch dann immer mal an einem Zeitraffer teilhaben und am Ende des Entladevorgangs melde ich mich dann wieder. Ich dachte ja zuerst, der funktioniert nicht, aber der hat hier unten so einen Schalter. Ah. So. Stufe 1. Stufe 2. Ja, ihr seht es auf dem Batterium. Bis später. Ein kurzer Zwischenstand. 25%, also ein Viertel ist raus. Naja, knapp, es sind 24%. Wir sind bei 76% Rest. 213 Ampere-Stunden sind noch drin. Die Entladeleistung weiterhin stabil bei 1970 Watt im Schnitt. 37, hast du nicht gesehen, also fast 38 Ampere fließen nach wie vor raus. 12:06 Uhr. Ich meine, ich habe angefangen um 10:20 Uhr. Es sind also fast 2 Stunden um und die Zellen sind 0,02 Volt auseinander. Sieht gut aus zu diesem Zeitpunkt. Ja Leute, wir haben Halbzeit. Schaut euch das an. 50%, Hälfte ist entladen. Hier haben wir eine 140 stehen von 180. Es läuft absolut linear runter. Wir haben hier immer noch 0,02 Volt Zellenunterschied. Die Zellen haben sich erwärmt von 17 auf frostige 19 Grad. Nichts auszusetzen. Wir haben jetzt ja fast 3 Stunden um. Oh, ja, kommt ja hin, sind ja nicht ganz 2 kW. Ne, wir haben 4 Stunden um, Entschuldigung. 4 Stunden. 4 Stunden sind um. 3,5 sollten es sein, aber es sind ja nicht ganz 2 kW, also von daher kommt es hin. Also alles bislang im grünen Bereich. Ja Leute, die Abschlusssequenz, schaut es euch an. 6% habe ich über und wir sind noch bei wirklich stolzen 49,7 Volt. Bei 8%, ich habe mir das aufgeschrieben, hatte ich eben noch 50,38 Volt. Das ist echt der Hammer. Die Zellen sind hier irgendwie so 0,3, jetzt gerade 0,4 auseinander. Ein super Wert. Also ich fasse mal zusammen. Ich habe exakt 7 Stunden lang für 1970 Watt entladen. Diese Wattzahl wurde direkt am Schand gemessen.
etwaige Verluste durch den Wechselrichter müssten ja dann eigentlich danach stattgefunden haben. Wenn ich das miteinander multipliziere, komme ich exakt auf 13,8 kW. 6% Rest, das ist irgendwas so bei 840 Watt, also 0,8 nochmal oben drauf, bin ich definitiv bei 14,4 kW auf jeden Fall. Das heißt, die Kapazität ist gegeben. Ich komme auf meine 280 Ampere-Stunden pro Zelle. Sie sind absolut gleichmäßig runtergegangen. Sie sind bei 6% nicht unter 3 Volt gegangen. Ich denke, da kann ich das Batterium auch jetzt auf diese 3 Volt setzen. Das ist ein guter Wert. Die können ja bis zu 2,5 runter. Ich bin sehr froh. Im nächsten Teil werde ich es dann ans Netz bringen. Im nächsten Teil mache ich es fertig. Dann werdet ihr hier eine laufende ESS-Anlage vorfinden, hoffentlich. Leute, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, lasst bitte gerne ein Abo da und drückt die Glocke. Dann werdet ihr sofort informiert, wenn der dritte Teil draußen ist. Und denkt an die Stückliste, sie ist unten verlinkt. Mittlerweile ist sie vollständig. Wenn nicht, schreibt mir. Und denkt dran, mit Firefox funktioniert das irgendwie bei manchen Links nicht ganz so gut. Also nehmt den Explorer oder den anderen, nehmt irgendeinen, nicht Firefox. Alles klar, Leute. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Video. Euer Ingo.